Urlaub mit der DJI Mini 3 Pro ist natürlich eine perfekte Geschichte, wenn man alles beachtet und verschiedene Sachen und Accessoires noch mitnehmen kann in seinen Urlaub. Ich bin jetzt direkt in Spanien und möchte euch mal meine Erlebnisse mit der DJI Mini 3 Pro hier schildern. Die sind relativ positiv. Vorab jetzt aber noch mal ein kleiner Tipp, und zwar gibt es natürlich hier die Abdeckung von der DJI Mini 3 Pro, und die ist ja von DJI anfangs nicht so gut entwickelt worden. Jetzt gibt es aber von DJI sogenannt ein Update. In den Foren habe ich schon gelesen, dass manche direkt an DJI geschrieben haben und einen neuen Gimbelschutz kostenfrei bekommen haben. Also wer von euch einen neuen Gimbelschutz haben möchte für die DJI Mini 3 Pro, da schreibt einfach mal an DJI. Meistens machen die das auf Kulanz. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn jetzt 100.000 schreiben, aber momentan geht es halt immer noch so, dass hier auf Kulanz der Gimbelschutz gewechselt wird. Kommen wir zum Thema DJI Mini 3 Pro am Strand hier in Spanien. Und als erstes ist natürlich wieder konform. Man muss sich dran halten. Gesetze und Vorschriften. Und hier ist es so, dass ich euch mal eine Karte verlinkt habe von Spanien. Da ist alles komplett drauf von A bis Z in Bezug auf Fliegen und Flugverbote. Hier aber bitte beachten, dass man da auch zweimal hinschaut, weil du hast bestimmte Begrenzungen. Natürlich ein Flugverbot, aber du hast natürlich auch nur ein Flugverbot bis zu 80 Metern. Also über 80 Meter darfst du dann nicht fliegen oder über 50 Meter, da muss man dann zweimal hinschauen. Teilweise ist das auch begrenzt auf verschiedene Drohnentypen. Das ist auch noch wichtig. Also schaut einfach zweimal hin. Karte ist hier in meiner Videobeschreibung. Ganz Spanien verlinkt mit allen Möglichkeiten, wo du fliegen kannst. Wenn du dann fliegen kannst, kannst du natürlich trotzdem nicht fliegen, weil am Strand in Spanien, es war früher mal besser, vor 2-3 Jahren, ist mittlerweile viel verboten. Gerade wenn du so in touristischen Bereichen bist, wo viele Touristen sind, wirst du nicht fliegen können am Tag. Was natürlich dann möglich ist, dass du einfach abends bzw. am Morgen fliegst. Das heißt, wenn noch keiner aktiv am Strand unterwegs sind, manchmal triffst du ein paar Jogger, manchmal ein paar Sportler, manchmal auch ein paar Yoga-Menschen, aber du hast die Möglichkeit, morgens und abends natürlich erstens die besten Bilder zu ziehen. Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge sind hammermäßig und die muss man unbedingt aus seinem Urlaub mitbringen. Und es geht dir keiner auf die Nerven in Bezug auf Drohne fliegen bzw. Flugverbote, oder wenn du hier über Touristen fliegst, ist das hier überhaupt nicht erlaubt. Also das heißt, da könnt ihr vorsichtig sein, macht es lieber morgens oder ganz spät abends, dann habt ihr keine Probleme und guckt vorher auf die Karte. Wenn ihr aufnehmt, vergesst nicht einen ND-Filter. Hier in Spanien aufgrund der Lichtverhältnisse ist es natürlich oberwichtig, da mal einen ND-Filter aufs Objektiv zu schrauben, und ihr habt natürlich auch bessere Aufnahmen. Die Kontraste sind schöner, die Schärfe ist besser. Und teilweise, wenn ihr mit Polfiltern kombiniert, habt ihr auch die Spiegelung vom Meer nicht drin. Da gibt es Möglichkeiten, die wirklich für ND-Filter sprechen. Also wer professionelle Aufnahmen ziehen möchte, der nimmt sich seine ND-Filter mit. Ich kann welche von Freewell empfehlen. Die sind qualitätsmäßig sehr gut, sind auch im Preis-Leistungs-Verhältnis ganz entspannt. Um die 50 bis 80 Euro. Also kann man noch verkraften. Für Qualität bezahle ich das gern. Jetzt, wenn ihr dann im Sand fliegen wollt, dann lasst das bitte sein, weil Sand ist natürlich das Tödlichste für ein technisches Gerät, egal ob es die DJI Mini 3 Pro ist oder andere Geschichten. Im Sand würde ich nicht empfehlen zu starten und zu landen. Nehmt euch euer Landepad mit, beziehungsweise immer ein Handtuch. Mittlerweile geht man ja an den Strand und vergisst sein Handtuch nicht. Also ein Handtuch hat jeder dabei, und das ist natürlich eine ideale Geschichte, um die Drohne dann starten zu lassen. Wer noch Probleme haben sollte aufgrund der Unebenheiten beim Sand, der besorgt sich solche Landefüße oder vielleicht komplett diese Wasserfüße. Ihr sollt nicht auf Wasser starten und auch nicht auf Wasser landen. Diese Wasserfüße sind deswegen empfehlenswert, falls euch die Drohne abstürzt über dem Meer, habt ihr durch die orangen Flächen immer noch Möglichkeiten, die Drohne zu finden im Wasser und sie dann an DJI einzuschicken, weil DJI zahlt natürlich nur für Schaden, wenn auch die Drohne eingeschickt wird. Wenn sie im Meer verschwunden ist, dann ist das Ganze ein bisschen kompliziert. Nächstes Problem, was man ansprechen kann, ist die Hitzeentwicklung bei der DJI Mini 3 Pro. Und da kann ich wirklich guten Gewissens sagen, hier passiert nichts. Wir haben hier tägliche Temperaturen zwischen 26 und 34 Grad. Da kann auch mal die Drohne 5 Minuten im normalen Zustand wartend auf der Erde stehen. Passiert gar nichts. Wenn natürlich die Drohne dann 10, 20 Minuten stehen lässt, da ist es was anderes, dann schaltet die automatisch ab. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Außentemperaturen an, wo ihr seid. Bei 36 Grad, da dauert es dann nicht lange, bis die Drohne abschaltet. Bei 25 Grad ist es dann entspannter. Aber mir persönlich ist es nicht passiert, dass die Drohne abgeschaltet hat aufgrund von Hitzeproblemen.
Eine weitere schöne Geschichte ist natürlich auch Fliegen über dem Meer. Ihr solltet da nur aufpassen auf die Winde und auf die Möwen. Erstens, bei den Winden ist es so, dass die teilweise auch sehr böig werden können und relativ schnell umschlagen können von einer Richtung auf die andere Richtung. Das ist nicht schlimm für die DJI Mini 3 Pro, die kann eine ganze Menge ab. Bei Wind fliegt die ebenfalls. Ich habe dazu mal ein Video produziert, wo ich das Ganze getestet habe. Aber ihr habt natürlich das Problem, bei Wind eure DJI Mini 3 Pro nicht ideal steuern zu können. Das heißt, da bläst mal ein Wind, dann ist die mal ein paar Meter nach links, dann ist die mal ein paar Meter nach rechts. Da müsst ihr natürlich sehr doll drauf aufpassen, dass ihr sozusagen die Mini 3 bei starkem Wind noch steuern könnt. Ansonsten einfach einpacken, landen und am nächsten Tag versuchen. Macht da keine Experimente. Das bringt nichts. Gerade über dem Meer ist es dann doch schon relativ gefährlich. Nächstes Thema sind natürlich auch Tiere bzw. die Möwen, die da am Himmel mit deiner DJI Mini 3 Pro konkurrieren. Und bei Möwenschwärmen wird es dann relativ kompliziert. Manchmal sind die dann angriffslustig und fliegen relativ dicht an deiner DJI Mini 3 Pro vorbei. Und da kann es dann auch schon mal passieren, dass eine Möwe mit deiner Drohne kollidiert. Mir ist es dieses Jahr nicht passiert, aber voriges Jahr mit der Mini 2, da war es schon relativ kompliziert und da gab es dann schon mal einen kleinen Schlag an die Drohne, aber die hat sich zum Glück vernünftig gehalten. Der Möwe ist auch nichts passiert für alle Tierschützer und gleichzeitig ist es aber nicht so schön, wenn einem das passiert. Kann natürlich auch sein, dass die Drohne abstürzt. Dann einfach bei Möwenschwärmen die Drohne kurz landen, den Schwarm vorbeilassen und dann wieder in die Luft gehen. Nächstes Thema Akkulaufzeit und da kann ich wirklich sagen, wenn ihr den Dreierpack von den DJI Mini 3 Pro Akkus mit habt, dann habt ihr da gar keine Probleme. Ein Akku jetzt bei diesen Temperaturen im normalen Sinne beziehungsweise auch mal teilweise im schnellen Modus zwischen 22 und 24 Minuten und dann mal 3, da könnt ihr schon mal eine gute Stunde direkt Dauer fliegen und das müsste eigentlich für die meisten Filmer und Filmaufnahmen definitiv reichen. Zum Thema Sichtbarkeit habe ich mir so eine orange Folie hier direkt draufgeklebt, weil es ist wirklich so, dass man die DJI Mini 3 Pro anhand der grauen Farbe in bestimmten Lichtbedingungen überhaupt nicht mehr am Tage am Himmel sehen kann. Gerade wenn die ein bisschen weiter weg ist, dann siehst du einfach von hinten nichts mehr und deswegen habe ich mir einfach mal so eine Markierung in orange hier hinten draufgeklebt und damit sieht man die Drohne wirklich noch besser. Also du kannst hier noch mal 40 bis maximal 50 Meter mehr Sichtweite rausholen, wenn du dir hier mal die ganze Sache markierst. Ist nicht jedermann sein Ding, jedermann beklebt nicht gerne seine Drohne. Für mich ist es ein bisschen besser gewesen, weil wie gesagt, ich konnte hier noch ein bisschen mehr sehen, ein bisschen mehr rausholen und etwas besser schauen, wo meine Drohne ist. Ich möchte sagen, wer seine DJI Mini 3 Pro nicht mit in den Urlaub nimmt, ist selber dran schuld. Du hast wirklich eine ganze Menge Spaß, musst natürlich viele Regeln und Vorschriften beachten. Das darfst du natürlich nicht vergessen. Aber wenn du alles beachtest und wenn du hier die Möglichkeit hast zu fliegen, macht das richtig Spaß und du hast perfekte, super Aufnahmen, die du in Deutschland gar nicht bekommst, weil du einfach das Licht nicht hast und auch nicht die Farben. Und dann konnte ich auch mal Nachtaufnahmen vom Hotel machen, die natürlich wunderbar aussahen mit dem Pool und der Hotelhalle und dem Restaurant und anderen Geschichten. Schöne Geschichte, sollte man auch mal darauf achten, wenn man jetzt mit der Mini 3 Pro unterwegs ist, dass man das Ganze nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht machen kann und dabei richtig schöne Aufnahmen rausholen kann, die man natürlich auch gleichzeitig noch über die sozialen Medien teilen kann, via Facebook oder Instagram. Hier ist der Vertical Mode möglich. Auch bei Nachtaufnahmen kannst du dann auch mal vertikal bzw. Hochkantaufnahmen machen, die du dir gleichzeitig dann mal in Facebook anschauen kannst oder deinen Freunden rüberschicken. Ganz interessante Geschichte. Macht unwahrscheinlich viel Spaß und damit war es das schon mit meinem Video. Wenn ihr jetzt aus dem Urlaub Ideen habt bzw. Erlebnisse, Erfahrungen, schreibt sie doch einfach hier in meine Kommentare rein. Ich würde mich freuen über euren Feedback und damit tschüss, bye bye und winke, winke. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.